Herzlich willkommen im Schafhof, dem Europäischen Künstlerhaus des Bezirks Oberbayern. Wir sind bei unserer Serie Output mit dem 24. Teil mit Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern, die an dem Künstleraustausch am Kunststipendium des Bezirks Oberbayern teilgenommen haben. Und gleichzeitig sind wir Teil von Fokus Europa 2 live, einer Präsentation von den Stipendiatinnen und Stipendiaten, die 2020 über das Programm in Europa in der Residenz waren und gleichzeitig natürlich auch die Künstler aus dem Ausland, Künstlerinnen und Künstler, die hier im Schafhof ihr Residenz verbracht haben. Ich bin ganz froh, dass die Laura Leppert heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Du warst in Košice bei unserer Partnerorganisation KAIR mit Punkten dazwischen, Košice Artist in Residence Programm. Ja, ich denke, wir fangen an. Bitte, dass du dich kurz vorstellst, ein bisschen erzählst, womit du dich beschäftigst, wie du dazu gekommen bist, was vielleicht der Anstoß dazu war und so weiter. Dann gebe ich dir das Wort und schön, dass du da bist. Vielen Dank für dieses warme Willkommen. Ich bin Laura. Ich war jetzt im Herbst letzten Jahres, also im September, für 2 Monate in Košice in der Slowakei. Das ist ganz im Osten der Slowakei, also fast schon ukrainische Grenze. Genau, und habe da 2 Monate bei KAIR verbracht, die sozusagen einen sehr spezifischen Call hatten, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, sozusagen mit der Vermischung von menschlichen und mehr als menschlichen Formen, Gefühlen, Körpern. So, erstmal so der Ausblick. Und ich komme eigentlich von der Bildhauerei, habe sozusagen lange Bildhauerei studiert, zuerst in Kiel an der Muthesius Kunsthochschule, da habe ich einen Bachelor gemacht, 2016, dann bin ich nach München gekommen und habe da weiter Bildhauerei studiert in der Klasse von Olaf Nicolai an der Akademie und habe jetzt im letzten Februar, also genau vor einem Jahr sozusagen, kurz bevor die ganze Krise losging, noch meinen Abschluss geschafft, mein Diplom und bin dann rausgesprungen sozusagen aus der Akademie und genau, mache mittlerweile Film, also seit so 2 Jahren, 2,5 Jahren, mündet sozusagen meine ganze bildhauerische Praxis in eine filmischere, also in dem Sinne, dass ich sage, okay, Film ist auch eine Raumkunst, aber mit der Zeitebene dazu und kann sozusagen so das Interesse, was ich sozusagen an Objekten habe, an Oberflächen und an Raumgefügen, so sehr gut transportieren in das neue Medium, weil ich zum Beispiel die Sets selbst baue und die ganzen Props und die Requisiten und ich besuche die Orte, wo gedreht wird und ich suche mir die Leute aus, die sozusagen mein Gesicht für diese Arbeiten sind. Manchmal gibt es dann auch gar kein Gesicht, manchmal sind es Objekte, die sozusagen miteinander handeln als Subjekte. Genau. Also das ist so der ganze große Überbau. Und ich mache sozusagen immer die Erfahrung, dass sich diese Medien, also diese Disziplinen, sagen wir mal, gar nicht so sehr voneinander trennen lassen. Also für mich, ich mache sozusagen beim Arbeiten immer die Erfahrung, dass Objekt und Sequenz sich gegenseitig produzieren und auch voneinander abhängen. Genau. Und jetzt bei KAIR, da habe ich sozusagen... Ich würde ganz kurz nachfragen, bevor wir weiterspringen. Jetzt ist es klar, warum du zum Film gekommen bist, aber ist das jetzt eine Art narrativer Film oder eher experimentelle Filme? Also ist es, sagen wir mal, abendfüllend für Kino gedacht oder eher doch für Ausstellungen, kürzere Sequenzen? Also wie kann man sich das vorstellen oder was ist deine Intention dahinter? Ja, jetzt habe ich eigentlich meinen Fehler begangen, nämlich dass ich angefangen habe, vom Film zu reden. Eigentlich will ich lieber sagen, ich mache Video, weil wenn man sagt, ich mache Film, dann kommt da sozusagen ein ganzer Haufen an Erwartungen dazu, die man gratis dazu bekommt, die ich natürlich gar nicht, denen ich gar nicht gerecht werden kann und vielleicht auch gar nicht will. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Art Experimentalfilm, Video, sehr bildhauerisch auch noch immer und
Genau, für mich hört sich das Sagen auch wir so mal an. halbe Stunde, das ist so. Genau, also eher, Das ist dass es von der Seite der bildenden Kunst kommt. Also für mich ist immer so ein genau. bisschen der Unterschied. Ich meine, es gibt ja immer grenzübergreifende Sachen natürlich, aber ist es die Frage, ist es jetzt für einmal anschauen im Kino, meinetwegen auch im Streaming gedacht, mit einer Art narrativen Hauptstrang, oder ist es wirklich für eine Ausstellung gedacht? Das kann ja auch länger, auch kürzer sein, aber sozusagen was, wo man dann vielleicht nicht unbedingt genau vom Anfang bis Ende gucken muss, sondern wo es auch mehr um das Ästhetische oder mehr um die Struktur geht. Also das ist so für mich ein Unterschied zwischen, sagen wir mal, ein Video oder Bewegtbild aus der bildenden Kunst oder wirklich von, wie man den klassischen Film, der ja heutzutage auch Video ist, logischerweise, aber um sozusagen ein bisschen den Unterschied zu machen. Ich denke auch, dir geht es da um auch ganz andere Dinge noch, wenn du selber sagst, es geht ja auch um das Bildhauerische, um die Formen, um die Volumen, die dahinter stecken und so weiter. Vielleicht noch, bevor wir jetzt zu Košice kommen, denn da hast du ja auch an deinem Projekt, dem Videoprojekt gearbeitet. Noch ganz kurz, du hast ja angefangen mit dem Studium. Wie kam es dazu? Was hat dich überhaupt dazu gebracht, Kunst zu machen? Das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Tja, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage. Also ich hab so ganz früh angefangen, Kunst zu studieren. Also ich war irgendwie 17, gerade erst 18 geworden oder so. Also ich habe ultra lang studiert und habe mich da sozusagen immer gesehen. Also ich habe sozusagen, seit ich einen Stift, irgendein Zeichengerät halten konnte, gezeichnet, gemalt, also so ganz klassisch, wie man da rankommt. Und die ersten 2 Jahre im Studium habe ich auch nur gemalt, also Öl auf Leinwand, ne? Also so ganz klassisch. Und irgendwann ist das dann so abgefallen von mir und ich habe dann mit Objekten angefangen und sozusagen den Sprung in den Raum gemacht, also dass man jetzt nicht mehr versucht, irgendwelche Formen auf einer Fläche zu arrangieren, sondern halt die Dimension halt wirklich dazu bekommt. Und jetzt kommt sozusagen die 4. Dimension dazu. Ich habe irgendwie einfach angefangen, aber ich kann zu meiner Verteidigung sagen, dass ich nicht wirklich wusste, worauf ich mich einlasse. Das hat sich dann erst so herauskristallisiert über die Jahre. Und ja, also ich hatte einfach eine super Zeit und ich habe viele gute Freundinnen, Freunde, die nach wie vor bei mir sind und habe sozusagen ja das erste Mal so ja die Fülle an Medien, an Themen, worüber kann man sich überhaupt austauschen, was kann einen überhaupt interessieren. Das habe ich sozusagen erst mit dem Studium lernen können, weil davor mein Zugang ja völlig, also weiß ich nicht, relativ beschränkt war, nicht? Gut, das ist auch eine gute Werbung fürs Kunststudium. Ich denke auch, da hat man auch die Zeit und überhaupt den Ansatz sozusagen, sich mit vielen anderen verschiedenen Dingen zu beschäftigen. Trotzdem musst du dich ja irgendwann entschlossen haben, du willst Kunst studieren. Da gibt es ja genug, ich weiß nicht, wie das Umfeld ist, die sagen, ja, was willst du damit machen? Verdienst du nie Geld und was soll das? Also ein bisschen eine Sinnfrage muss da ja auch dabei sein. Wenn ich so richtig verstanden habe, warst du also fasziniert von Farben, Formen, und so weiter. Aber das ist schon noch ein großer Schritt zu sagen, jetzt will ich Kunst studieren, weil ja Kunst heutzutage schon auch noch mehr ist als so eine Abbildung. Genau, also ich meine, am Anfang denke ich mir immer, why not? Also einfach alles ausprobieren. Und da war ich ja, also ich meine, das ist jetzt 10 Jahre her, dass ich angefangen habe zu studieren. Es ist einfach, da war ich noch ganz jung, so. Und da hätte man auch sagen können, okay, ja, wir probieren es mal aus. Wenn man merkt, so, das ist nichts, dann macht man was anderes oder so. Aber dazu kam es dann nie. Ich mache das jetzt sozusagen jahrelang und das ist jetzt mein erstes volles Jahr sozusagen im Beruf. Und jetzt merke ich sozusagen, was alles noch dazu kommt, zu so einer Art Professionalisierung dazu, weil ich ja nicht einfach im romantischen Sinn vor der Leinwand stehe und die ganze Zeit was mache, sondern ich führe sozusagen ein Büro. Ich habe sozusagen die ganze den ganzen Papierkram auch dazu. Trotzdem mache ich ja immer noch alles selbst. Also ob ich jetzt schreibe oder filme oder Sachen herstelle oder Orte aussuche oder so. Also die ganze Maschinerie, weiß ich nicht, konzentriert sich so auf mich
für mich. Du bist ja auch Unternehmerin gleichzeitig. Das ist Genau, ja ganz klar mit all der Administration, die dazugehört. Das ist ja immer das, was man so nicht gleich im Blick hat, wenn man denkt, man ist als Künstlerin oder Künstler tätig. Genau. Auch viel Energie weg, ist ganz klar. Und dazu, wenn du so ein bisschen, hast ja angedeutet bei deinen Videoarbeiten, dass du schon mit Leuten auch zusammenarbeitest. Also du bist nicht die Künstlerin, die jetzt alles selber macht, sondern du hast zumindest Protagonisten, die auftreten und so weiter. Also das ist ja schon das, wo man sagt, das geht so in dieses klassische Filmemachen hinein, dass man schon auch viele Leute koordinieren muss, bezahlen muss oder wie auch immer, sie motivieren muss. Und jetzt können wir langsam auch zu deinen Monaten in Košice gehen, denn da warst du erstmal alleine als Künstlerin, sagen wir mal, da. Und du kanntest ja auch so keinen, die Sprache nicht und so weiter. Wie war es denn, als du ankamst und was ist dir so passiert? Ja, das war ganz verrückt, weil ja, mich das sozusagen aus meiner Produktionsmaschine irgendwie so raushaut natürlich. Ja, was ist passiert? Ich kam da an, dann war ich erstmal in Quarantäne, klar. Wie war das? 5 Tage war ich dann da, dann habe ich einen Test gemacht. Dann war ich noch 2 Tage in Quarantäne, weil das Ergebnis gedauert hat. Und dann bin ich sozusagen rausgekommen. Und dann konnte ich mein Atelier beziehen, was sozusagen in dem großen Gebäude von Kair drin ist. Die teilen sich das mit der Shopper Gallery. Also es ist quasi eine Galerie, die ein ziemlich interessantes Programm macht an zeitgenössischer Kunst, die aber, sagen wir mal, so lose mit Kair zu tun hat. Das machen zwar dieselben Leute, aber es ist sozusagen nicht Standard, dass die Leute, die auf Residency da sind, dann direkt da ausstellen. Genau, und ich habe sozusagen die meiste Zeit, die ich dort war, im Atelier oder quasi in diesem großen Gebäudekomplex, mit den Leuten von Kair verbracht, mit Petra Huskova und Tatjana Antačáková. Und das war ziemlich cool, weil ja, weiß ich nicht, wir haben uns einfach sehr gut verstanden. Wir hatten kaum Sprachbarrieren. Es war so ganz schön, dass nach den Monaten, die ich zu Hause sozusagen in meinem Atelier einfach alleine vor mich hin gemacht habe, dann das erste Mal wieder eine richtige Dynamik entstehen konnte, weil plötzlich nicht mehr alles egal war, nicht? Also, dass man sozusagen sich nicht in diese Prokrastination immer fallen lässt, dass man sagt, okay, ja, mache ich heute dies, oh, klappt nicht, mache ich es morgen, mache ich es dann irgendwie nächste Woche, ich mache jetzt noch was anderes. Also, dass man sich nicht so zerfasert, sondern dass man halt so wirklich dran bleibt, weil man weiß, da sind Leute, denen ist das wichtig, mir ist das auch wichtig und jetzt potenziert sich das, genau. Und ich habe dann, also ich war ja, sagen wir mal, mobilitätsmäßig relativ eingeschränkt während der Monate, konnte aber, bevor die Maßnahmen wieder verschärft wurden, ein paar Touren machen im Umland. Und zwar zu so Höhlen, also Tropfsteinhöhlen, die da ja, also die in dem Bereich von der Slowakei überall auftauchen. Die ganze Landschaft ist sozusagen so eine Karstlandschaft, die total unterspült ist. Und wir haben da riesige Höhlen, die ich leider nicht besuchen konnte. Aber wir haben 2 kleine Höhlen sozusagen besucht, wo ich so, ja, den Hang runter mit Stativ und die Kamera in der anderen Hand und dann irgendwie noch eine Lampe auf dem Kopf, dann so runtergestiegen bin und so ein paar Aufnahmen machen konnte. Und das war das war wirklich super. Und den Rest der Zeit, die ich sozusagen im Atelier gesessen habe, habe ich da alleine so kleine Sets gebaut und die dann gefilmt. So, also ich habe das Gebäude genutzt, ich habe mein Atelier genutzt, ich habe einen zweiten Boden eingezogen und den rausgenommen, das gefilmt. Ich habe verschiedene Props mir nähen lassen oder hergestellt und mit denen sozusagen interagiert, aber so, ja, das erste Mal im Endeffekt ohne Protagonistin oder Protagonist, also als jemanden, den ich sozusagen filmen kann, sondern
weil ich ja keinen anderen Körper zur Verfügung sozusagen hatte, habe ich das mit mir selbst gemacht. Schwierig für mich, aber so ist das. Also, weiß ich nicht, das, was geht, das geht und was nicht geht, das geht halt nicht. Genau. Gut, ich meine, in der Kunstgeschichte gab es ja oft genug die typischen Selbstporträts, wo man sozusagen alles ausprobieren konnte, aber man auf sich keine Rücksicht nehmen muss, oder die Wissenschaftler, die sich eigene Experimente verwendet haben. Also finde ich nicht gar nicht schlecht, aber es ist natürlich anders, sicherlich damit umzugehen. Aber du hast jetzt gesagt, mit den Zweien oder wie viel sind dort in einem Residency oder in der Galerie? Also da die haben ja schon dann auch ein bisschen mitgeholfen, oder hast du, weil du sagst, die waren so mit dabei und haben, es war natürlich denen nicht egal, das heißt, die mit eingespannt, dass die auch was gemacht haben, oder die Zusammenarbeit? Also die tauchen jetzt nicht direkt im Video auf oder so, aber natürlich konnte ich mich auf die verlassen, wenn ich irgendeine Art von Problem hatte, also einen Ort nicht ranbekommen, nicht gewusst, wie was heißt auf Slowakisch, sich orientieren in der Stadt, also die haben mir schon sehr geholfen. Und es war einfach. Sind die auch mitgefahren zu den Höhlen, mitgefahren, oder bist du da dann ganz alleine? Nee. Die eine habe ich besucht mit der Tanja und Katka zusammen. Also wir sind dann mit Tanjas Auto dahin gefahren. Und sie hatte auch sozusagen der sozusagen die Höhle aufmacht für Besucher, den hatte sie schon bequatscht, weil die wohnen dann da, die haben da gewohnt, direkt an der Höhle dran, in so einem Haus. Und dann kamen wir da sozusagen als Privataudienz dann dahin. Und ich hätte mich gar nicht verständlich machen können. Ich hätte ja nur mit Händen und Füßen reden können. Und sie war das Scharnier, was das dann möglich gemacht hat, genau. Und zu der anderen bin ich mit Freunden hingefahren. Gott, jetzt ist mir der Name entfallen. Also Freunden von dort, oder sind da dich Freunde aus Deutschland besuchen gekommen? Nee, mit quasi Freunden von Suska, die auch Team von KR ist. Und die sind da sozusagen lang gefahren, weil sie ein Haus besichtigt haben. Und deren Tour ging direkt daran vorbei. Und dann haben wir noch einen kleinen Stopp gemacht und sind sozusagen in die Höhle abgestiegen, weil das eine war, die jetzt keinen gesperrten, geregelten Zugang hat oder so, sondern wo man einfach irgendwie so schon rein kann als Zivilist. Schon Leute auch kennengelernt, jetzt über die direkten Kontaktpersonen hinaus, sondern du hast dann schon auch dich einfach auch da austauschen können. Das ist ja wichtig, dass man so ein bisschen ja, total. Nicht nur die Gegend, sondern auch die Leute kennenlernt. Ja. Und also ich weiß, ich war ja auch schon mal da, die Galerie ist ja in diesem Haus, wo dann auch so die Ateliers sind. Deine Wohnung ist aber woanders, also du hast da woanders gewohnt, weil du gesagt hast, am ersten Tagen warst du in der Quarantäne, da warst du wahrscheinlich nur in der Wohnung oder im Apartment. Genau, ich habe gewohnt, das war irgendwie, keine Ahnung, Viertelstunde zu Fuß vom Atelierhaus entfernt von der Galerie. Ja, einfach eine Wohnung, die eigentlich für 2 Resident-Leute ausgelegt war, aber es war dann ja niemand da, zeitgleich. Doch, Abel war da. Das wollte ich fragen, weil oft sind ja auch, die haben ja eigentlich immer 2 Plätze, ne? Das ist dann auch gemeinsam. Also wegen Corona ist das natürlich bei uns auch so gewesen, dass es leider nicht immer möglich war, denn das macht ja auch mal wieder noch ein bisschen mehr Spaß und Dynamik sozusagen, wenn man noch jemanden hat, mit dem man eventuell sich zumindest austauschen kann. Ja, nee, mit mir zusammen hat niemand gewohnt, also ich habe allein gewohnt und die ersten, ich glaube 3 Wochen war ich auch die einzige Künstlerin da. Und dann kam jemand, der Abel Korinski, Berliner Soundkünstler und Medienkünstler, der hat dann da sozusagen auch seine Residency gemacht und ist auch länger geblieben als ich noch, weil ich bin sozusagen vor den immer krasser werdenden Einschränkungen dann irgendwann geflohen. Also ich bin sozusagen 2 Wochen vor dem eigentlichen Ende schon geflüchtet, mit dem Zug zurückgefahren, weil ich dann auch nicht mehr hätte ins Atelier gehen können, wenn man sich an die Vorschriften gehalten hätte und ich dann sozusagen keine Perspektive da mehr gesehen habe, das Projekt so weiterzuführen oder überhaupt mit Leuten in Kontakt zu bleiben oder weiß ich nicht. Ich hätte dann halt nur noch zu Hause sein können.
Und ich hätte mich auch 200 Meter vom Haus entfernen dürfen. Also das sind ein bisschen andere Kaliber als hier. Ja. Ja, und das Projekt, was du jetzt dort gemacht hast, ist das, was du schon vorher mal angefangen hattest? Kam das jetzt, hast du das dort entwickelt oder arbeitest da noch länger dran? Oder wie ist das so? Oder hast dich da auf was ganz Neues eingelassen? Kamst du dann zu dem, was du dort vor Ort wirklich gemacht hast? Also das, was ich dort gemacht habe, das läuft sozusagen unter einem längeren Projekt, was ich im Sommer letzten Jahres angefangen habe. Das heißt Possession und es wird eine 2-Kanal-Video-Installation und in Košice habe ich mich sozusagen mit einem Teilbereich davon beschäftigt. Also bei Possession geht es um die Subjektivitäten des Bodens, wie Mensch und Rohstoff verstrickt sind, wo sind die Anteile von nichtmenschlichem Leben innerhalb von unseren Erinnerungen, Gefühlen, Handlungen. Und da hat natürlich der Call von Kair sehr gut drauf gepasst. Und ich habe da das Video gemacht, das ist ungefähr eine Viertelstunde lang, 20 Minuten oder so. Und das funktioniert als erstes Kapitel, Schrägstrich Intro, Hybrid, für das zweite Kapitel, was ich jetzt gerade vorbereite, was ich, wenn alles klappt, Mitte März drehen kann, während ich hier bin, noch im Ruhrgebiet. Und dann fahren sozusagen diese 2 Teile das erste Mal zusammen und dann kann ich sehen, was es wirklich ist, also was es wirklich geworden ist, weil ich plane die ganze Zeit, aber so viel wird improvisiert, so viel sieht anders aus, wenn man wirklich dasteht, als man sich's gedacht hat. Also ich muss noch ein bisschen flexibel bleiben und natürlich geben die Protagonistinnen auch immer viel mit rein, was dem Projekt hilft und was mir auch sozusagen hilft, mich zu entscheiden. Nicht? Ja. Na, hört sich aber auch gut an. Das spannend und auf jeden Fall passiert was, ne? Und es geht voran. Ja, also ich meine, es ist natürlich, ich habe ja großes Glück gehabt, sozusagen direkt, habe meinen Abschluss vor der Corona-Krise machen können, habe sozusagen die ganze Zeit kreativ arbeiten können, wie auch immer, also natürlich ab und zu eingeschränkt, aber sozusagen Einschränkung hilft auch vielleicht, dass man nicht einfach im Vakuum herumstrahlt und sozusagen alles immer möglich ist, sondern dass man sich halt von vornherein einschränken kann. Genau, aber viele Leute haben natürlich nicht das Privileg gehabt, leiden extrem unter der Situation. Deshalb kann mein Fall vielleicht auch nicht so Modell stehen für die normale Situation gerade. Ich wollte natürlich noch fragen, du sitzt ja in deinem Moment im Hintergrund, sind eine Vielzahl von Notizen, Skizzen zu sehen. Das ist natürlich spannend. Hat das auch etwas mit deinem Projekt zu tun? Ja, genau. Ich fange ja meistens ein Projekt an mit einem Storyboard. Ich habe für das Projekt, was ich in Košice gemacht habe, das ist jetzt sozusagen der Dortmund-Teil. Also man sieht hier die 10, alle nummeriert, zum Teil mit Fotos von den Orten, wenn ich schon da war. Seht ihr das? Ja, wunderbar. Wir sehen das wunderbar. Ist ganz faszinierend. Wir können gar nichts sagen, so spannend ist das. Genau. Ja, ne? Ja, genau. Also ich versuche sozusagen jede Szene zu planen. Dann gibt es hier das ganze Equipment, Props. Genau. Und so weiter. Also der große Hub ist jetzt am Rotieren und ich springe dann sozusagen immer hin und her zwischen Vorstellung und dem, was wirklich da ist. Oder sozusagen zwischen Wort und Bild und Objekt, die ja sozusagen alle dann eine Einheit bilden, in dem, was gedreht wird dann. Genau. Genau, also das ist spannend zu sehen und ich hoffe, wir werden dann davon auch was in der Ausstellung sehen. Wie gesagt, das wird ganz spannend, dann auf das Fertige zurückzuschauen und zu erforschen, was dann noch da drin ist, wovon du jetzt gerade erzählt hast. Das war sehr spannend.
Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Wir sehen was, hören was von dir und natürlich, dass du Erfolg hast mit dem Projekt und auch mit allen weiteren. Ja, hast du noch natürlich für dich das letzte Wort sozusagen, was dir noch irgendwie auf dem Herzen liegt oder was du noch sagen möchtest? Ja, ich freue mich natürlich, das Video dann zu zeigen bei euch, wenn es dann soweit ist, also ungefähr in 12 Monaten. Dann bin ich auch auf jeden Fall fertig mit allem, mit Drehen, mit Schneiden und mit Sound. Und ja, das wird super, weil ihr habt ja auch dieses tolle Gewölbe bei euch da in Freising, der ja aussieht wie ein Walfisch von innen oder wie ein Fass des Diogenes oder ja, ein ganz verrückter Raum und das passt natürlich super dazu und ich denke ab und zu schon mal dran, wie das ist, dass das dann da ist und das wird, glaube ich, ganz gut. Ja, nee, ich freue mich auch und wie gesagt, das ist jetzt vielleicht schon nach dem Ende, aber was halt mir noch eingefallen ist, dass es natürlich ein super Zusammentreffen war von diesem thematischen Ausschreibung von der Residency in Košice genau mit deinem Projekt. Die haben also auch, als ich nachgefragt habe, wir schicken ja immer mehrere Bewerbungen hin, sozusagen die Shortlist, wie es denn so steht. Und da meinten sie, ja, also das ist eigentlich das Einzige, was für uns in Frage kommt, so genau auf dieses Thema zugreifen. Das ist ja nicht unbedingt üblich, sagen wir mal, bei den Residencies, aber das ist bei denen ganz, ganz wichtig. Und vielleicht noch mal ganz kurz dazu, habt ihr denn da auch einen Austausch drüber gehabt oder wie kam das dann noch rüber für dich, deren großes Interesse auch an diesem inhaltlichen Thema? Ich kann den Call jetzt gar nicht genau wiedergeben im Wortlaut. Ich weiß auch nicht mal, was ich damals geschrieben habe, aber es war ja sozusagen nicht möglich, eine abschließende Ausstellung zu machen, in dem Rahmen, wie man es sonst gemacht hätte, wegen Corona. Aber wir haben sozusagen ein Open Studio gemacht und ein Screening in der Shopper. Und da kamen dann auch sozusagen über den ganzen Tag verteilt die Leute, die sich dann so mit so einem Buchungssystem eingetragen hatten. Und da habe ich sozusagen noch einmal quasi einmal das Video laufen lassen und dann einmal das Video laufen lassen und sozusagen drüber geredet, ohne Ton, also was sozusagen die Motive sind, wo das auftaucht, was sozusagen diese Narration dazu ist. Und ich habe das Gefühl, das hat einfach super gepasst. Also zum Teil habe ich ja deren Gebäude auch mit eingearbeitet, was eigentlich eher aus der Not geboren war, aber was natürlich, ja, Fehler ausbeuten, was halt super funktioniert hat, weil ich da ja ganz in Ruhe mit mir, mit meiner Kamera, mit ihren Bewegungen arbeiten konnte. Und das hat, glaube ich, einfach Synergien freigesetzt, die man sonst, also ohne Corona, wahrscheinlich gar nicht hätte aufbauen können. Ich glaube, das war einfach ziemlich gut. Ja. Und so, also das war geplant im Prinzip, dass man eine Ausstellung macht, jetzt nicht nur mit dir, sondern zum Thema mit mehreren Künstlerinnen und Künstlern? Oder du hast ja auch gesagt, vielleicht wird das nochmal nachgeholt, dass die dann doch die Ausstellung machen? Also soweit wie ich es verstanden habe, ist es normalerweise so, dass die Leute, die eine Residency machen, dann da auch ausstellen. Nicht direkt dann, wenn sie fertig sind, sondern halt mit Vorlauf, weil die ja ihr normales Programm auch haben. Zwischendurch war mal eine Überlegung, dass ich das in einem Kino zeige, in Košice, Kino Ušmev heißt es. Das ist dann aber auch geschlossen worden. Also wir werden sehen. So. Wenn die Zahlen runtergehen, hier wie dort, dann kann ich mir vorstellen, dass man das nochmal richtig nachholt. Dass man sozusagen die waren auch sehr froh. Also, genau, das denke ich auch. Also diese Reaktion hast du ja auch gekriegt, ne, dass die da sehr interessiert dran sind. Das wäre ja für die auch gut. Und, nee, genau, klar. Also ich bin mit denen in Kontakt. Die haben es auch schwer gerade, so, aber das wird schon. Das kriegen wir schon. Habe ich schon gehört, genau, aber trotzdem geht es weiter. Also die nächste Ausschreibung ist jetzt auch schon draußen und wie gesagt, hoffe ich auch, dass sich wieder so jemand wie du bewirbt, der wirklich auch auf das Thema eingeht oder wo das einfach auch passt gerade. Denn man kann natürlich jetzt nicht unbedingt auf ein Thema was entwickeln, sondern das muss einfach passen. Ja. Und ja, so soll es weitergehen, auch bei dir hoffentlich.
viel Erfolg und nochmal herzlich. Vielen Dank, ebenso und bis ganz bald. Tschüss. Ciao. Hallo, hallo.